Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Stimmt. Ja, wie soll es auch anders sein? Es ist ja fast ausschließlich, der Kanal besteht ja fast ausschließlich nur aus Shakes and Fidget. Und ja, deswegen auch heute mal wieder eine Runde hier in SF. Wir fangen hier zuerst mit den Pets an, ja, ich weiß auch nicht. Heute mal so random jetzt erstmal da hingekommen. Einfach so, ich lasse mich einfach, ja, das wissen viele gar nicht, von der Maus führen. Ich steuere das gar nicht selbst, sondern das ist mittlerweile, nach so vielen Jahren Shakes and Fidget, ist das schon zum Automatismus geworden von meiner Maus selbst, ja. Und ich bin da eigentlich gar nicht mehr so der großartige Part, der da irgendwie was übernimmt von. Ja, gut, alles klar. Ja, wir gucken mal in die Arena Managers rein, ja, auf den verschiedenen Servern, die ich ja hier spiele. Ja, ich sag mal so, ne, also opfern kann man da auf jeden Fall wieder mal, ne, und dann werden wir es gleich auf den anderen auch gleich hier machen. Ich opfer, ja, wisst ihr, hatte ich ja jetzt schon öfter mal gesagt, zu spät, auf jeden Fall zu spät, denn man sollte schon ein bisschen früher opfern als also wenn man den Stand erreicht hat, den man hier insgesamt erreicht hat, hier auf der rechten Seite, dann opfere ich immer, ja, aber das ist eindeutig zu spät und anfangs ging es noch einigermaßen gut, sag ich mal. Mittlerweile, ich switche hier übrigens auf den Servern jetzt mal heute hin und her, hier so, wo jetzt gerade so die Quests angenommen werden und wo nicht. Ich habe den Faden verloren. Wie, ja, Leute, die ihre Zähne mit Weisheitsfäden polieren und, okay, ne, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, wo bin ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, keine Ahnung, kurz raus. Der Arena Manager, der packt mich irgendwie nicht mehr so ganz, sag ich mal. Also, anfangs war der ja ziemlich nice und ich habe den auch gerne gespielt. Aber mittlerweile, und ich denke mal, das wird nicht nur bei mir so sein, ich denke mal, Leute, die einen kompletten Platin-Boost Arena Manager haben, die werden da wahrscheinlich genau das gleiche Problem haben wie ich. Die kommen nicht mehr voran. Die kommen zwar auf einem anderen Level nicht mehr voran, aber sie kommen nicht mehr voran. Ja? Irgendwann stagniert das Ganze so stark. Bei mir ist es halt so im Bereich so, ja, von 1000 auf 2500 so, die rechte Seite zu kriegen. Also man bekommt es halt nicht mehr so im Guten wirklich hin, sag ich mal. Und das dauert ziemlich lange. Bei Leuten, die einen Platin-Boost haben, da wird es wahrscheinlich so sein jetzt mittlerweile, dass die strugglen auf, was ist das nächste? 5000 denn zu kommen, ja. Da wird das bei denen wahrscheinlich hängen. Falls da Leute das irgendwie schon Full Platin ausgebaut haben, können das ja gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, aber es ist natürlich ein ähnliches Szenario, natürlich auf einem anderen Niveau, ist ganz klar, als bei mir, weil ich ja mich dazu entschieden habe, nicht weiter hier in den Arena Manager ja, Geld rein zu investieren, weil sich das nicht wirklich so, sag ich mal, rentiert. Also ich hatte halt meine Boosts mitgenommen, so dass ich mein Gold und meine Erfahrung bekomme, das Maximale, was ich da ausschöpfen kann, und mehr wollte ich eigentlich nicht. Ja, es würde sich noch lohnen, in Bezug auf die Waffen, dass man halt einen größeren Waffenschaden bekommt, ja, also Eisfeuer oder Blitzschaden, ne? Die Sachen, die einem halt zur Verfügung stehen. Allerdings gibt es da auch, habe ich gesehen, so große Schwankungen, ja, dass da ja, teilweise der Unterschied mal gar nicht so heftig ist, ne, zu Leuten, die jetzt alles platiniert haben, sag ich mal, ne. Ich meine, der Abstand wird natürlich klar immer größer, ne, aber ja, juckt mich jetzt irgendwie nicht ganz so doll, sag ich mal, dafür alles zu platinieren. Also für Leute, die das nicht wissen und da vielleicht gar nicht so drin sind in dem Game hier irgendwie, hier Clicker Hero, hier Adventures Capitalist, ja, 2.0, hier der Arena Manager von Shakes and Fidget. Ihr bekommt halt, Platin Boost ist halt so quasi das dritte Update oder Upgrade, sag ich mal. Ja, ihr könnt halt einen Gold-Boost, das kennt ihr ja, den Gold- und den Speed-Boost könnt ihr holen. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr auf jedem
Gebäude quasi ein oder 2 Boosts drauf habt, wenn ihr auf jedem Gebäude hier den Speed Boost und den Gold Boost drauf habt, dann könnt ihr quasi erst Platin Boosts freischalten, die das Ganze dann nochmal erhöhen. Ja, und das ist ziemlich teuer, weil davon mal abgesehen, dass jedes Upgrade 200 Pilze kostet, bis man denn alles maximiert hat beim Arena Manager, um dann nachher die Platin Boosts auch nochmal für nur 100 Pilze auf jedes Gebäude nochmal freizuschalten. Ja, also das ist halt in meinen Augen, weiß ich nicht. Als nächstes kommt da wahrscheinlich noch der Diamant-Boost, obwohl, ja, keine Ahnung, was sie sich da vielleicht noch einfallen lassen. Aber ich glaube dann, wenn die sowas rausbringen, ich glaube, da schießen sie sich ein Eigentor mit. Also, gut, ich will's nicht zu laut sagen, ne? Aber es kann natürlich sein, dass es kommt, aber ich weiß nicht, ob das dann natürlich dann auch bei der Community so gut ankommt. Das Ganze nochmal so auszuschlachten, ja, weiß ich nicht, ob die sich damit so beliebt machen würden. Nochmal so ein Upgrade, also ich glaube, das wäre einfach zu krass, sag ich mal. Der Platin Boost ist meiner Meinung nach schon zu stark. Den Platin Boost, da hätte ich nichts gegen gehabt, wenn man den einfach so freischalten kann, ja. Aber man kann ihn halt erst freischalten, wenn man den kompletten Arena Manager mit Doppelboost ausgebaut hat. Dann ist man erst in der Lage, den Platin Boost freizuschalten. Vorher kannst du das halt nicht. Sonst hätte ich mir auf das Gebäude hier auf jeden Fall noch einen Platin-Boost gegönnt. Und vielleicht noch auf das Monster. Dann hätte ich das Monster vielleicht auch noch gedoppelboostet und dann noch einen Platin-Boost draufgehauen. So. Weil das sind halt die ja, Sachen, die sich am meisten lohnen hier im Arena Manager. Und das danach ist halt wirklich eher nichtig. So, das braucht man nicht wirklich mehr. Das gibt nicht wirklich sehr viel mehr an Geld, sag ich mal, im Vergleich dazu. So, ne? Und ja, anfangs, und die haben es ja, am Anfang, wisst ihr ja vielleicht noch, war es halt übel schnell gewesen. So, Leute haben sich aufgeregt und so, ne? Geht zu schnell, dann haben sie es runtergedreht, so. Und eines Tages wusste man dann halt schon, auch wenn es halt so slow vorangeht, so wie es jetzt halt der Fall ist, also nachdem sie das runtergesetzt haben von es war halt viel zu viel zu, es ist halt viel zu wenig, ja, sieht man halt trotzdem, dass es irgendwann an diesen Punkt ankommt, ja, wo man das Ding einfach nur noch so laufen lässt. Ich meine, es hat auch irgendwo Vorteile. Viele Leute waren mit dem Arena Manager auch teilweise überfordert, habe ich so im Gefühl gehabt, dass sie dann gesagt haben, yo, irgendwie gehört das nicht mehr zu Shakes and Fidget und jetzt muss man hier 24/7 nur noch Shakes and Fidget zocken. Also es gab halt ein Pro und Contra so, ne? Auf der einen Seite gab es die Leute, wie auch mich zum Beispiel, die sich neue Sachen wünschen in Shakes and Fidget, wo man halt ein bisschen was zu tun hat nebenbei. Was jetzt bei mir mittlerweile auch irgendwie schwer geworden ist, weil ich habe auch irgendwie weniger Zeit, ja, als noch vor, ich sag mal, ja, weiß ich nicht, jetzt mal so grob gesagt 3 Jahren, wo es noch nicht viel in Shakes and Fidget gab, so, ne? Und ist natürlich dann doof, wenn so eine Sachen kommt wie der Arena Manager, wo man nochmal mehr Zeit benötigt, um ja, auf einem guten Level zu bleiben, so mit anderen Spielern, ne? Dass man halt nicht zu stark abgedrängt wird von der Konkurrenz, ne? Das war halt die eine Seite. Die andere Seite war halt wirklich so, ja, ja, weiß nicht, irgendwie, da kommen immer mehr Sachen, um die man sich kümmern muss und ich weiß nicht, irgendwie habe ich da die Zeit nicht mehr für. Dann ist es natürlich für die Leute jetzt gerade der Standpunkt natürlich umso besser, wo jetzt der Arena Manager sich wieder langsam beruhigt hat, ne? Also wo man halt nicht mehr wirklich viel zu tun hat. Ihr habt halt gesehen, jetzt habe ich hier wie viel? 5 bis 10 Minuten gebraucht, wo ich das Ganze geresettet habe und bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich jetzt wirklich hier nicht mehr großartig weitermachen kann. So, ne? Da muss ich halt wieder ein paar Minuten warten, dann habe ich vielleicht, ja, schalte ich in 1-2 Stunden vielleicht noch die Seite mit 2500 frei hier und dann muss ich den Rest halt erstmal für eine Woche oder so denn sein lassen, ja. Nicht eine Woche, aber ich sag mal so vielleicht 3-4 Tage. Bis ich dann wieder an meine geopferten Runen dann irgendwann rankomme, ist es vielleicht so 4 bis 5 Tage oder so, ne? Und das ist halt eine Zeit, die halt viel zu lange ist dazwischen, wo man halt nicht
opfert. So. Also ich opfer da nicht mehr, weil sich das meines Erachtens nicht wirklich ja, rentiert. Aber es wäre wahrscheinlich schlauer, wenn man das dann wirklich machen würde. Und ich sag mal, ja, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. So vielleicht bis hierhin und dann 2500 Ausbau und dann, ja, weiß nicht, vielleicht bei der Hälfte schon opfern oder so. Aber das ist einfach, ja, irgendwie, keine Ahnung, es lohnt sich halt irgendwie nicht mehr so wirklich. Und wenn man dann noch eine Ahnung hat davon, was denn ungefähr ab wie viel Prozenten oder ab wie viel geopferten Runen man mehr denn Prozente auf seine Items bekommt, das ist dann halt noch belastender irgendwo, sag ich mal, weil das halt wirklich sehr, sehr lange dauert, bis man da die nächsten Prozentstufen freischaltet. Abgesehen davon habe ich ja sowieso schon das, was ich möchte, mein PvP und mein PvE-Equipment. Es wäre natürlich schön, wenn ich mein wenn ich mein Level-Gear-Equipment quasi auf meinem PvP-Equipment habe. Heißt, ich spare mir hier die ganzen Slots und brauche hier nicht mehr dieses ganze nervige Gewechsel. Das muss ich dann auch nicht mehr machen. So. Das sind halt die Sachen, das sind halt Luxussachen, so, wenn man jetzt, sag ich mal, ja, sein ganzes Stuff hier platiniert hat und ausreichend dann auch noch in den Shop investiert hat hier, damit man dann auch noch die richtigen Items dann auch findet mit den richtigen Runen drauf. Das kommt ja dann auch noch dazu, ne? Ist ja auch nochmal ein Kostenfaktor, der da mit reinspielt. Ja, dann kann man sich den Luxus erlauben, aber das sind dann auch wirklich, sag ich mal, Summen im dreistelligen Bereich, ja, was sich jetzt meines Erachtens nicht wirklich lohnt, sag ich mal, ne? Also klar, kann natürlich jeder machen, wie er will, so, ne, möchte ich mal gar nicht von abhalten, so. Mich reizt auch in den Fingern, sag ich mal, ich sag mal, würde ich auf einen Account spielen, glaube ich, hätte ich mir die ganzen Platin-Boosts geholt, aber dadurch, dass ich dann halt einen Server dann dadurch vernachlässige komplett, will ich das dann auch wieder nicht machen, so, ne, und deswegen lasse ich das an der Stelle einfach komplett bleiben, ja. Gut, mein Wort auf jeden Fall zum Arena Manager, ja. Den hatten wir ja jetzt schon länger nicht mehr dran gehabt. Kommt halt auch wirklich daher, weil ich mich halt nicht mehr wirklich gut um den Arena Manager gekümmert habe, ja. Allerdings, wie gesagt, habe ich ja das meiste daraus schon, oder das Notwendigste zumindest, ausgeschöpft, so. Und ja, deswegen gucken wir da mal auf jeden Fall, was da uns die nächste Zeit noch so bereithält mit dem Arena Manager hier und so weiter und so fort. Ich würde mal gerne wissen, ob es heute, gibt's noch Leute von euch da draußen irgendwie, die noch jeden Tag auf den fahrenden Händler warten und sich da einen 7-Tage-Boost holen? Gibt es da noch so eine Leute? Das würde mich echt mal interessieren. Das ist noch die Schlussfrage so. Ansonsten war es das mit dem Video. Wir kommen zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ein bisschen jetzt hier viel gequatscht über den Arena Manager. Nicht viel gezeigt, aber ja, muss auch mal sein, ein bisschen auslassen über den AM, so wie im Englischen am Morgen. Ja, gut. Das war es dann wieder komplett an der Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.